Einsatz meiner Nickel-Metallhydrid-Akkus, die ich billig gekauft habe. Wir haben hier 1, 2, 3, 4, 5 mal 4 sind 20, 40, 60, 80, 100, 120, 240, 240 Zellen in diesem Pack hier drinnen. 240 Zellen bei der Effizienz, die sie jetzt derzeit haben, würde ich sagen, sind es 100 Wattstunden, also mit anderen Worten 2 Powerbanks. Einfach nur, um sich die Dimension anzugucken. In der derzeitigen Form sind es ungefähr 2 Powerbanks. Entschuldigung, 3 Powerbanks, aber ist ja egal. Ich würde trotzdem die hier bevorzugen an der Stelle, einfach weil sie mir völlig scheißegal sind, wenn ich sie in die Sonne stelle und hohe Temperaturen in Kombination mit Lithium-Ionen-Akkus ist immer eine schlechte Idee. Hohe Temperaturen in Kombination mit billigen Metallhydrid-Akkus, dann gehen sie halt kaputt, ne? Können ja nicht anfangen zu brennen, die Teile. Rauchen halt ein bisschen manchmal. Geladen werden sie jetzt derzeit durch 2 Solarzellen, die theoretisch pro Stück 20 Watt haben sollten, aber ich habe maximal 18 Watt bei denen gemessen. Trotzdem kriege ich aus den 2 Zellen in der derzeitigen Konfiguration ungefähr ein halbes Ampere raus. Bei, sagen wir, 16,9 Volt, sagen wir 17 Volt ungefähr. Das ist akzeptabel für das Wetter. Also wenn ihr rausguckt, ich zeige es euch mal kurz. Könnt ihr sehen? Ja, würde das nicht als angenehmes Wetter bezeichnen, gerade eben. Ja, und derzeit habe ich das hier angeschlossen. Das ist ein Buck-Converter. Theoretisch sollte der in der Lage sein, 2 Ampere zu kriegen. Ich habe den aber so eingestellt, dass er genau dann auf 4,9 Volt runterfällt, wenn er ungefähr 1 Ampere zieht. Das heißt, die meisten Geräte ziehen unter 1 Ampere, wenn sie angeschlossen sind. Ist eine recht angenehme Sache, weil dann ist die Temperatur von dem Ding nicht so hoch und die Effizienz ein bisschen höher. Und ja, könnt ihr mal kurz ausprobieren, was passiert, wenn ich die... Ja, hier, das passiert, wenn ich die Solarzellen kurz schließe. Für den Fall, dass ihr fragt, nein, ich habe nicht die Batterien kurz geschlossen, sondern da sind überall Dioden drinnen. Und zwar sowohl in die einzelnen Packs rein, als auch aus den Packs raus. Das ist jeweils eine Diode. Das heißt, es kann kein Strom von hier nach hier reinfließen und es kann kein Strom von hier nach hier rausfließen. Das heißt, wenn ich die beiden Sachen hier kurz schließe, geht es auf Lasten der Solarzellen, die das relativ gut abkönnen, aber nicht auf Lasten der Batterien. Also sonst wird es mehr als nur ein bisschen Funken geben, wenn da sämtliche Batterien, die da angeschlossen sind, alle 1 Ampere raushauen täten. Was die können, aber nicht sollen, tun können sollten. Ja. Insgesamt muss ich sagen, es funktioniert relativ gut. Ich habe schon das iPad damit aufgeladen und ich versuche jetzt sämtliche elektrischen Geräte, die ich in meinem Zimmer habe oder die ich in Verwendung habe, in Zukunft einfach über Solarenergie zu laden, weil das Ding funktioniert auch nachts, das ist eine wunderbare Sache. Tagsüber wird es halt einfach aufgeladen. Wir stellen es irgendwo in die Ecke und vergessen es und dann haben wir, ja, wie soll ich sagen, pro Jahr 10 Euro gespart oder sowas. Wenn man sich anguckt, was die 5 Volt Gerätschaften alles verbrauchen, bezweifle ich, dass ich da viel aus dem rausholen werde. Also geldmäßig. Ist aber ein interessantes Experiment. Was ich hier auch ein bisschen versuchen möchte, ist herauszufinden, wie ist es eigentlich mit dem ganzen Zeug hier, wenn man sich das anguckt. Wie viele Batterien brauche ich für wie viel Watt an Solarzellen und wie viel Energie kann ich dann permanent aus dem Ding rausholen? Weil, überlegen wir uns mal, es kann ja in einem Jahr durchgehend regnen. Oder es kann ein Jahr durchgehend die Sonne scheinen. So, ein bisschen übertrieben gesagt. Ja. Ist eine interessante Sache, ist auf jeden Fall ein interessantes Experiment. Und finanzmäßig lohnt sich das nicht, muss ich ehrlich sagen. Aber ich habe beim Basteln von den Teilen hier relativ viel gelernt. Ich habe auch beim Löten, ja, man kann sagen, ich habe auch das Löten so ein bisschen gelernt, wie man hier sehen kann. Es ist nicht unbedingt hübsch, aber es wird früher oder später, und die Verdrahtung ist auch noch ein bisschen redundant an manchen Stellen. Das macht jetzt aber nichts. Ich meine, so ein Kabelchen, was kostet das? 1 Cent oder sowas? Muss ich bei so einem Projekt übrig haben. Ja,
Und das war's eigentlich. Stanley. Stanley. Okay, bevor ich jetzt Witze über das Spiel Stanley mache, packe ich lieber hier wieder das Ganze zusammen. Ich kann hier jetzt das Käbelchen und so weiter, USB-Käbelchen und so weiter drauf geben. Mache das Ganze zu und aus die Maus.